Was ich euch heute zeigen möchte, ist vor allen Dingen erstmal, wie gehe ich überhaupt mit dem Menschen an sich um. Wie gehe ich damit um, einen Menschen zu zeichnen und wie schaffe ich das überhaupt, dass das eine halbwegs glaubwürdige Figur wird und nicht so sehr an dem scheitert, wo man sich immer so einen abradiert. Ich denke so an Zeichenkurse, wo man ewig an der Nase herumradiert, weil die Ähnlichkeit nicht so richtig ist. Und wenn man mal ganz richtig hinguckt, dann stellt man eigentlich fest, dass Nasen gar nicht so wichtig sind. Ich würde sagen, wir können den heutigen Kurs unter dem Motto laufen lassen, Nasen sind überbewertet, dagegen Hüte sind wichtig, deswegen haben wir auch immer noch unsere sommerlichen Hüte auf. Wir werden heute zusammen ein bisschen was zeichnen. Wenn ich eine Figur zeichne, dann fange ich meistens mit so Sachen an, wie so Augen, Nase, Mund und Gesicht, vielleicht Frisur. Das passiert gar nicht so selten, dass ich irgendwie anfange, die Figur zu malen. Und dann stelle ich so auf halber Strecke fest, der Arm geht noch drauf. Ja? Klassisches Problem. Das liegt ein bisschen daran, dass ich mich einfach habe treiben lassen. Eigentlich muss ich dann gleichzeitig mitdenken, wie geht es weiter? Also wie ist das Gesicht, wo ist der Hals, wo ist der Körper? Und ihr seht, es klappt nicht. Es geht nicht richtig drauf. Und deshalb würde ich gerne eigentlich diesmal anders anfangen. Ich würde nicht so sehr Nase betonen, sondern ich würde viel simpler anfangen. Und das würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar tatsächlich haben wir uns dafür ein kleines Modell ausgesucht. Tatsächlich haben wir uns Sebastian ausgesucht. Was ihr hier seht, also gerade wenn man so Sebastian mal so anguckt, wie er ist, das ist jetzt ein Mensch, wie er leibt und lebt. Ja? Und tatsächlich ist es so, eigentlich erkennt man Sebastian und wir müssen gar nicht so genau hingucken, sondern gleich reicht ein kleiner Blick. Ich würde mir erstmal, wenn ich so Sebastian so angucke und nicht so ganz genau hingucke, sondern so ein bisschen gröber gucke, so stellt euch mal vor, wenn ich so gucke, als hätte ich so meine Kontaktlinsen verloren, ja? So, ohne Brille, warte, mit Brille, ohne Brille. Und ich gucke so ein bisschen gröber. Dann sehe ich die Nase nicht, aber ich sehe sehr genau, wie Sebastian eigentlich aussieht. Und die erste Übung, die ich für euch habe, ist, dass ich Sebastian abmale, wie er da steht. Ohne dass ich jetzt in Details reingehe, sondern dass ich zunächst mal so eine kleine Silhouette male. Ich stelle mir so einen Sebastian Fleck vor. Weil das Wichtige ist, ja hier auch zu sehen, da ist die Haltung zu sehen. Hier kann ich ungefähr überlegen, wie groß ist Sebastian überhaupt. Also wie oft geht quasi der Kopf in den Körper. Das heißt, was ich hier tue, ist so eine ganz leichte, so ein bisschen so ein Schatten, so eine Sebastian-Form zu schaffen. Das tue ich aus zweierlei Gründen. Zum einen ist hier schon viel Information über den Menschen drin. Da ist Proportion drin, da ist Haltung drin, da ist Körpergröße drin und da ist eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Ansatz von der Wiedererkennbarkeit drin. Bei dieser Art zu zeichnen muss ich ganz viel gleichzeitig machen. Ich mache eine Linie, ich mache eine Kontur. Das heißt, ich muss ganz viel auf einmal machen. Und das kennt ihr ja von zu Hause auch, wenn ihr zum Beispiel 10 Sachen auf einmal macht. Besonders gut klappen die nicht. Deshalb fangen wir so an. Und im zweiten Schritt nehmen wir einen zweiten Stift. Ich habe jetzt hier guten alten Bleistift. Warum ist ein guten alten Bleistift? Und dann würde ich tatsächlich nochmal anfangen. Sebastian hat eine Brille auf. Ihr seht, was ich hier tue, ist, ich zeichne über meine Silhouette rüber. Und das ist eigentlich gar nicht so ein dummer Trick, weil die Silhouette, die kann ich auch ein bisschen überschneiden. Also wenn ich dann feststelle, der Arm ist noch ein bisschen weiter links hier rüber, die Schulter ist noch ein bisschen breiter. Sebastian macht ja hoffentlich Sport. Ja, Sebastian, machst du Sport? Ich versuche. Sehr gut, sehr gut. Und ich kriege hier etwas hin, was mir sonst normalerweise viel schwerer fällt. Und dann kann ich, wenn ich will, natürlich auch nochmal gucken, ob ich das rosa Hemd nicht einfach auch gleich rosa male. Ja? Das sollte mir hier mit ein paar schnellen Strichen gelingen. Und dann hier extra eine Farbe für das rosa Hemd. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Also wie ihr seht, wenn ich dann drüber gehe, zum Beispiel mit Farbe, dann geht auch dieser ganze Schatten verloren.
Und interessanterweise auch an den Stellen, wo ich zum Teil den Schatten vorher so ein bisschen gröber gemacht hatte, weil ich mir noch nicht so sicher war, da zeichnet man dann auch ganz gut drüber. Das heißt, das ist eine Methode, die ist sehr gut geeignet, um sich so ein bisschen mit der Figur vertraut zu machen und die Figur erstmal so ins Blatt zu setzen. Warum zeige ich euch das? Weil das nämlich beim Urban Sketching ein klassisches Problem ist. Wir wollen das Ganze ein bisschen fortsetzen. Das, was wir so machen mit den Außenlinien, das ist eine klare Definition von dem Raum. Es definiert aber vor allem auch die Grenze zwischen dem Objekt, das ich male, und dem dahinterliegenden Raum. Die Silhouette hat eigentlich den Vorteil, dass ich aus der Silhouette heraus eigentlich alles entwickeln kann. Und das kann ich zum Beispiel auch mit Gebäuden machen. Weil ich habe mir gedacht, jetzt malen wir mal ein bisschen was Größeres zusammen. Ich möchte, dass ihr mir so ein klassisches Sketching-Motiv Berlin, nämlich das Tor, wo auch immer es stehen mag, mit einer von unseren ausgewählten Beispielen davor malt. Und dass ihr ein bisschen die Methode der Silhouette, die wir eingefangen haben, hinüber transportiert. Wenn ich so ein Gebäude sehe, dann könnte ich ja auch erstmal das ganze Gebäude als Silhouette betrachten. Da könnte ich auch erstmal sagen, es ist so ein großer Gebäudeschatten. Es ist gar nicht so kompliziert, das so zu sehen. Ich glaube, im Grunde sogar mit solchen Sachen drauf. Hier das Zehlendorfer Tor. Ne? Das heißt, ich habe jetzt dieses Gebäude gemacht und ich setze jetzt einfach die Figuren vor dem Gebäude auch erstmal als Silhouette hier rein. Ja? Das ist immer ganz, ganz gut, mal erstmal sich mal zu überlegen, wo könnte sowas stehen. Ja? Und dann kann ich nämlich die ganze Geschichte schon mal so ein bisschen kombinieren. Das heißt, ihr seht, ich fasse das Ganze, das Gebäude, wie die Form, erstmal so als eine ganze Silhouette zusammen. Und jetzt fange ich mal an, die Figur zu malen. Wie üblich hinterher ein bisschen ankolorieren. Ich habe vorhin noch was ganz Interessantes gesagt über dieses, dass man aus den Augen heraus guckt. Und dass das Einfluss auf die Perspektive hat. Und es hat übrigens auch noch einen ganz lustigen Einfluss auf die Perspektive. Die Leute, die wir betrachten, die Köpfe betrachten wir ja auch aus unserer Perspektive, aus unserem Horizont heraus. Das heißt, die Köpfe sind ungefähr alle auf einer Höhe. Und wenn Leute kleiner werden, dann werden sie eher so, ich sage jetzt mal salopp, zu den Füßen hin kleiner. Nämlich hier dann. Ja? Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich euch gerne sagen würde. Auch wenn die versuchen, Großes den Hund jetzt irgendwie in alle möglichen Farben schimmern zu lassen, versucht es ein bisschen farblich zu reduzieren. Bilder werden oft schöner, wenn sie nicht so knallebunt sind. Das heißt, mein Gefühl ist, von wegen, beschränkt euch mit den Farben. Wenn ihr so, guck mal hier, nur weil ich alle Farben in dem Farbkasten bezahlt habe, bedeutet das nicht zwingend, dass ich sie jedes Mal in jedem Bild verwenden muss. Sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen beschränken. Ihr seht ja hier zum Beispiel hier so einen Farbraum, so Orangetöne. Oder ich habe jetzt hier mir so einen kleinen Raum ausgesucht, in dem male ich. Nicht so alles verwenden. Also zumindest nicht, was große Flächen angeht. Und wir sind fertig. Alles Gute und viel Spaß wünscht euer Felix.